Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Erst vor kurzem habe ich auf den lieben Amar reacted, wo er sein Gamingzimmer gezeigt hat. Ich selber habe ja auch vor, mir einen neuen PC irgendwann mal zu holen in der nächsten Zeit. Ein neuer Schreibtisch möchte ich dann auch noch haben. Und natürlich sollte ich da vielleicht mich erstmal noch so ein bisschen umschauen, wie ich denn mein Setup gestalten kann. Und genau das machen wir heute. Mir wurde nämlich erst vor kurzem ein Video vorgeschlagen und dieser YouTuber tut Setups vorstellen von seiner Community. Ich glaube, ich habe es nur empfohlen bekommen, weil ich davor Setups angeschaut habe von zum Beispiel Unge, Reefed oder dem Montana Black. Und ja, dann suche ich mir halt hier irgendwas raus. Keine Ahnung, was halt nice ausschaut. Hier, das hier zum Beispiel schaut echt nice aus. Oder hier, das hier oder das hier. Ich glaube, ich gehe in dieses hier rein. Ja, auf jeden Fall reacten wir heute darauf. Ich habe vor, eine kleine Serie praktisch draus zu machen. Und ja, rein in die Reaction. What's happening, beautiful people of the YouTubes? Your boy Ed from TechSource. Welcome to Setup Beginnt ja schon mal gut mit einer Kopfübercam. Wars episode 242. We have a jam-packed episode planned for you guys, so sit back and relax because it's time for Setup Wars. Digga, sogar das Intro ist kopfüber. The IQ Elite Capelix is Corsair's newest AIO to hit the market, with a new high-performance pump head that houses 33 ultra-bright Capelix RGB LEDs to go along with its RGB fans. The Elite Capelix cooler also comes with an included IQ Commander core to control the fan speed and RGB lighting for the included ML fans and additional Corsair RGB fans up to a total of 6. The all-in-one cooler comes in either 240, 280 or 360mm variants, and when you add powerful, low-noise cooling to the mix, your system Klar, RGB-Beleuchtung schaut natürlich immer nice aus. Also wenn ich mir einen PC hole, dann hätte ich schon Bock, dass er auch viel RGB-Beleuchtung drin hat. will look great and will run even better. To learn more, click the link below. Kicking off the episode is Gokhan and his Alter, sogar ein Deutscher. insane retro synthwave Alter. attic gaming room setup. Just look Sehr at clean. Schaut sehr, sehr clean aus. Hier ein Glasgehäuse einfach. Nirgendwo ist irgendein Kabel. Ja, okay, hier vielleicht ein bisschen. Sehr, sehr clean. that presentation. Feier ich. Damn, I'm already hyped. Gokhan Yeah. is an office clerk from Germany that built this amazing oasis just for gaming. We got a sick corner desk layout made out of 2 custom-made wooden countertops and a few Alex drawers for additional storage and support. It looks like he was even able to fit in Also dort zu zocken, hätte ich schon richtig Bock. Hier 3 Monitore, hier ein bisschen an der Konsole zocken. Also Lust hätte ich auf jeden Fall. a tiny shelf in between the drawers. Pretty cool use of space, actually. Let's talk about those LED strips. First off, I love that it properly diffused the lights. I'm always Alter, stabile Grafikkarte hier. happy to see that. I'm not really sure how he installed those LED diffusers on the bottom edge of the desk like that, but it turned out really good. He even added another strip going across the wall covered with a bunch of those 3D art panels. I mean, the setup just looks amazing. Ja, He's rocking schaut triple sehr nice aus. 47-inch monitors that are mounted to the desk using 2 separate mounts, and it looks like he even mounted his boom arm on one of the monitor arms for a cleaner look. Nicely done. Gokhan was definitely going for a minimalistic wireless look with the Logitech G915 TKL keyboard and the Glide 30. Aber das ist Bluetooth. Ah, da hätte ich jetzt wieder nicht so Bock. Ey, wenn ich mir vorstelle, mitten beim Zocken hört auf einmal auf, meine Maus sich zu bewegen. Oder meine Tastatur hört dann auf, irgendwie zu funktionieren. Ich glaube, da würde ich schon ziemlich ragen. 38 mouse. He definitely kept the surface of the desk very clean and minimal, which I guess isn't that hard to do considering how much countertop space he has. But with that Schaut said, sehr he did a nice great aus. job keeping everything evenly spaced out. For audio, he's rocking a pair of those big boy Wavemaster Pro speakers and the DT 1990 Pros, which are hooked up to his FIO K5 DAC and amp. Cables are managed perfectly with the help of these super thin and long raceways that Sehr, sehr clean. go across the desk and into a Signum rack from the second desk. Now, the main setup is powered by a sick custom Eine 3080 hat er tatsächlich, dachte ich mir schon. Der PC, RGB-Beleuchtung schaut sehr, sehr clean aus. Ja, sehr nice. PC featuring the Ryzen 5 5600X and the RTX 3080 Founders Sehr, sehr Edition. nice. While the secondary workstation setup is powered by his 2009 MacBook. Right across his PC gaming setup is the entertainment area, where he watches videos and games on his PlayStation 5, and since he doesn't have a couch, he just pulls his chair from the setup whenever he needs to use it. Okay. Nee, da würde ich glaube eher eine Couch fühlen, aber dort hat man ja gesehen, dort war ja dann
dieser Seitentisch dann noch da. Also muss ich ja praktisch eigentlich diesen hier benutzen. Ich glaube, das würde ich jetzt nicht so extrem fühlen, aber an sich schon das Zimmer schaut echt nice aus. Actually frees up a lot of space in the attic. Such an epic gaming setup you built in your attic, and you already know I'm in love with those colors. Amazing job, and thank you for sharing this with us. Ja. Keeping the momentum going is Joe, who's a laboratory planner and a CAD drafter from New York. He built a setup for gaming and watching YouTube videos. We got dual 27-inch monitors mounted to the desk with a 50-inch up. Das ist halt schon immer nice, wenn man da einfach einen Fernseher über den Setup hat. Hier sind so die Bildschirme. Okay, ich glaube, hier wird sogar ein dritter fehlen, so, dann wäre es so perfekt, aber ist schon heftig, allein 2 zu haben und dann noch dieser Riesenfernseher. Also, es ist natürlich sehr, sehr heftig. Top as an overhead. At first I thought he was using a carbly countertop from IKEA, but it's actually a custom butcher block top with the addition of a few Gurton adjustable legs and the gray Alex drawers. It's looking really good. For peripherals, he's rocking the Corsair K65 Lux paired with the G502 mouse with the cables going across the desk. It doesn't look like he has a lot of stuff on the desk, other than some speakers and his Xbox Elite Series 2 controller. Aber auch hier schaut es echt nice aus. Das sind so eigentlich die einzigen Kabel, die man so sehen kann. Ist dann aber immer noch sehr, sehr clean. So aside from the speakers, he also uses the Astro A40 headset while gaming. I love the boom arm placement for the Quadcast microphone. Instead of mounting it to the monitor arm like you normally see, he actually created his very own dedicated mounting point on the wall. Nicely done. Excellent work with the cable management behind the monitor and underneath the desk with that long black raceway to hide the cables. I couldn't be more proud. But can we please look at the custom PC? Jesus, that is schaut echt nice aus. a thing of beauty. Not only am I really impressed that you're able to do a full loop in the H700, but those bends are sexy. Damn, we got the 8700K Hier hat er eine 2080, okay. paired with the ROG Strix 2080. Wenn ich mir dann einen PC hole, habe ich dann vor, eine 3070 zu haben. Das Problem ist, eine 3070 ist gerade bei 900 Euro und das ist mir natürlich viel zu viel. Ich glaube, der Startpreis war irgendwie bei 700 Euro. Es wird noch eine echt lange Zeit brauchen, damit die bei einem Normalpreis ist. Am Anfang wollte ich mir auch den PC selber zusammenbauen. Mittlerweile möchte ich mir den aber, glaube ich, eher schon fertig kaufen, wo dann eben auch schon eine 3070 drin ist und dann kostet der PC dann halt hoffentlich 1100 Euro, aber momentan sind die PC-Preise bei 1300 Euro, wenn da eine 3070 drin ist. Such a sick custom water-cooled PC to complement a sick gaming setup. Thank you, Joe, for entering. Coming in at number 3, all the way from the UK, is Mitchell, who's a transport controller. Auch hier wieder sehr, sehr clean. Schaut echt nice aus. And his white on black Avengers inspired setup. I gotta say, one of the reasons why I love hosting the show is the fact that I get to see so many awesome setups from people Auch der across PC, the world, Digga. and I even Sehr learn nice. about new occupations that I didn't know existed, like a transport controller, for example. Pretty cool. So Mitchell built this setup for gaming, chilling out, and getting away from his girlfriend. Can we please find out her IG and send this video to her, please? He went with a double stacked monitor layout with a 35-inch on the bottom and a 28-inch 4K display up top for multitasking. Pretty similar to mine, actually. Personally, I don't like how that one leg of the ultralight is sticking out like that. I feel like it would have looked a lot cleaner if you mounted it to the desk or the wall. I do like how you drilled into the desk to route the cable for the keyboard, mouse, and mouse pad. Moving on to audio, we got the Logitech G560 speakers and 2 sets of headphones, the Sony M4s and the ROG headset for gaming. No complaints when it comes to cable management. The Signum seems to be doing all the work underneath the desk. Nicely done. Diesen Korb hier, den habe ich schon mega oft gesehen. Ich persönlich würde die ganzen Kabel irgendwie versuchen, an dem Tisch dran zu bringen. Aber seitdem ich eben diese Videos gefunden habe oder mir empfohlen wurde, ich habe ja auch schon ein paar andere Videos von dem angeschaut, ist mir auch immer wieder dieser kleine Kabelkorb aufgefallen. Vielleicht wäre das ja auch mal eine Lösung. Cable management, the Signum seems to be doing all the work underneath the desk. Nicely done. And finally, we got the custom PC, packing the 8700K and the GTX 1080 Ti. Aber auch wieder sehr, sehr clean. RGB-Beleuchtung muss einfach sein bei einem PC. I could definitely use some cable extensions, but overall, not a bad looking system and setup. Thank you, Mitchell, for entering. Cybersecurity by day, Alter. YouTuber and photographer by night. Holy shit. This is Das gefällt mir. Ja, schaut echt nice aus. Hier auch mit einer Alexa, Xbox, nicer PC, sehr, sehr nice. Sam's quad display setup that took him 2 years to complete. He 3 built the setup Bildschirme, for Alter. gaming, video, and photo editing with a 98-inch SailGem countertop from IKEA and not 2 but 4 Alex drawers for that extra storage.
He went with 2 gray drawers on the outer edges for a little bit of contrast that also blends in nicely with his dark wall. He's got triple 24-inch monitors hooked up against the desk. Auch wieder mit einem Fernseher hier. Das Ding ist, ich würde mir nur so einen Fernseher dran bringen, wenn ich daran auch zocken kann. Hier hinter mir hätte ich ja eine Couch. Das heißt, hier über mir wäre ein Fernseher halt echt nice. Darum da ein bisschen zocken oder Netflix schauen oder sowas halt, würde ich auf jeden Fall fühlen. With a 55-inch 4K Smart TV up top. I kind of dig those black and blue acoustic foams in between the top TV Sehr nice Hintergrund. and the bottom displays. They do add a bit of decoration and soundproofing without being too obtrusive. I also gotta appreciate the symmetry and the organization of this setup. Every piece of gear is nicely spaced out and placed in the perfect position. Starting off with the peripherals, you got the Corsair K95 Platinum and the G502 combo. It does look like the mouse might need a bit more cable slack if I'm being honest. Moving on to audio, he's using a... Das gefällt mir, diese Mischung aus Schwarz, Weiß und Blau. Normalerweise bin ich eher so ein Fan von 2 verschiedene Farben, also von LED-Farben. In dem Fall wäre es bei mir jetzt Türkis und Lila oder so, weil die 2 Farben passen einfach gut zusammen. Aber das hier schaut auch echt clean aus. Set of teeny-weeny creative speakers that he hardly uses and the AKG K7XX headphones, which are the primary source of audio. He does stream on his spare time, if it isn't obvious already from his streaming gear. We got the ring light right in the center, behind the Logitech G920 webcam, the Rode N1 for the microphone that's hooked up to his Scarlett Audio interface, that's also sitting next to his Elgato Stream Deck. That is quite the streaming setup you got there. Cables are managed really good. I can see lots of cables and zip ties in use. By the way, a quick tip for you guys when it comes to cable management. If you're also finding yourselves velcroing or zip tying your cables together, but you don't have any mounting points underneath your desk, you can buy these zip tie mounts on Amazon for cheap and stick them wherever you need mounting points. Ich finde es echt cool, dass er immer wieder mal ein paar Tipps gibt. Ja, ist einfach echt korrekt so von ihm. Wo man sagen kann, ja, hier kannst du da ein bisschen besser machen, da kannst du auch was besser machen. Ist auf jeden Fall nice von ihm. I'll drop a link to them down below. They come in very handy. He does own an Xbox One S that he keeps on the far left of the setup, but he mostly games on his sick custom water-cooled PC featuring the Ryzen 9 3090, okay. 5950X and the Asus TUF RTX 3090. Damn, those are some nice specs you got there. I guess putting the reservoir in the back Ja, sogar hier mit LED-Streifen drin. of the case looks a lot cleaner, but it also looks a bit empty near the bottom, which by the way has enough space for the reservoir if you place it sideways in case you're wondering. I feel like this setup wouldn't have looked this great if it were up against a white wall. Adding that dark brick wallpaper definitely added to the presentation. And bonus points for hanging a couple of your guitars for a bit of personality. Ja, Overall, das macht nochmal dieses i-Tüpfelchen. So ein bisschen Deko noch dazu. Es gibt Leute, die hauen sich Pflanzen dazu. Es gibt Leute, die hauen sich, wie schon beim vorherigen Setup, irgendwie Figuren dazu. Er hat einfach 2 Gitarren. Ich glaube, der Typ ist echt sympathisch. I think you did a fantastic job putting all of this together. Thank you, Sam, for entering. Sehr nice, ja. Wrapping up the episode is Voldemort from Denmark Clean, sehr clean. Alles weiß. Alter, sick. and his beautiful monochrome theme Alter, setup. nice. I think this is the first time I'm seeing nanoleaf panels in white. Isn't that kind of like buying a gaming PC just to do Zoom calls on it? You're not really taking advantage. Ja, der PC ist echt clean. Das Gehäuse gefällt mir. Ein NXT irgendwas Gehäuse ist es, glaub. Das Ding ist, jeder hat halt eben diese Nano-Leaves. Also man sieht die bei sehr vielen Leuten. Ich würde es einfach fühlen, wenn man hier einfach einen ganz clean LED-Streifen hinpackt und vielleicht auch hier die Bilder, aber nee, eigentlich eher hier am Tisch hinten. Ja, keine Ahnung, ist mir nur so aufgefallen. Sehr viele Leute haben nämlich hier Nano-Leaves. Of its full potential. I feel like there are other cheaper alternatives in adding some cool white lighting on your wall, but if you're actually changing the colors from time to time, then never mind. Looks like he went with dual 31-inch 165Hz monitors hooked up to the desk with the HyperX alloy keyboard and Logitech G730 mouse. He's so invested in the color scheme of the setup that even the monitor arms are in white. You gotta love dedication here. The setup is so clean that it doesn't even have speakers. Instead, he uses the Arctis 7 wireless headphones and the Bose QC35s when he's on the move. The only other thing on the desk is the PS4 that's skinned in white vinyl, and on the opposite side we have the custom PC, packing the i5. Ne, 2070 hatte. Okay. Naja, genau. Hier steht es nochmal. Das Case heißt NZXT. Und ich feiere diese Gehäuse von der Firma. Die schauen echt immer nice aus. 9600K and the Gigabyte RTX 2070, also in white with some cable extensions. Really nice. The only critique I have with the setup is that the cable sleeve behind the PC is visible. And I'm assuming that some of the cables are too short. That's why it's diagonal like that.
I only mention this because you built such a clean setup and I would hate for that small little oversight to take away from the presentation. The rest of the cables underneath the desk are fine, I have no complaints here, and you even went the extra mile to cover the cable from the TV using a raceway. So I know you have it in you. Just fix that one little cable sleeve behind your PC and you are good to go. But either way, this is such a clean setup. Thank you, Voldemort, for sharing this with us. Sehr clean. Sehr, sehr clean. Insgesamt weiß, die Farbe weiß schaut immer clean aus. Also mein Setup ist eher im Schwarzen. Also mein Mic ist schwarz, meine Maus ist schwarz, Tastatur, sogar mein mein Mauspad ist schwarz. Also ja, ganz normale Farbe halt. Sehr, sehr schwarz alles. Weiß schaut halt immer clean aus. Und das ist halt so das Ding. Sogar seine Playstation war weiß. So, okay, warte, ich spule mal ein bisschen vor. Da kommt Werbung. So. And that is it for today's episode of Setup Words. As always, make sure to comment down below on which of the Okay, welches Setup würde ich nehmen? Das schaut besonders clean aus. Das ist halt echt ein Traum. Aber ich glaube, mir wird es am meisten bei ihm hier gefallen. Da schaut es einfach am chilligsten aus. Hier ist es auch echt nice und hier auch. Aber ich glaube, ja doch, ich glaube, das hier wird mir am meisten gefallen. These setups was your absolute favorite. And before you guys head out, make sure to check out yourcdkey.com if you want to pick up a Windows key for less than $15. Just make sure to use my code TS20 at checkout to get that 20% off. Thank you guys so much for watching. As always, I'll see your beautiful, beautiful nose hairs in the next video. Jo, das war's dann auch schon mit der Reaction. Wie gesagt, ich mache da so eine kleine Serie praktisch draus. Ich werde sicher mir noch 5 weitere Videos anschauen, weil die Videos sind echt interessant, so wie die anderen Leute ihre Setups haben. Wie gesagt, da kann man sich vielleicht dann doch das ein oder andere abschauen, was ich dann in der Zukunft machen werde. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Reaction gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch vorbeischauen würdet. Und ja, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.